Gras ist ja eins weiter oben und das ist ja nochmal so, das ist nochmal ein anderer Stück. Aber es ist also, hier ist es eigentlich... Ist das hier so Rock'n'Roll oder was sind das für Leute? Nee, es ist eher so, also am Wochenende hatten die immer so jetzt über die Jahre immer so Hardcore-Elektro-Zeug. Und das hat so die Prolls angezogen, dass die jetzt richtig mal am Wochenende Jazz spielen und so. Ne? Was? Obwohl weniger Leute kommen, ja. Das ist also der Eindruck, den das jetzt hier so vermittelt, der ist möglicherweise ein bisschen falsch, weil es so leer ist. Ne? Ja, das sieht so ein bisschen aus wie so UJZ in Hannover. Naja, also hier können wir schon trinken, ne? Wir haben kein Astra. Das ist ja geil. Also ich für meinen Teil würde einen Augustiner nehmen. Exzellente Wahl. Das ist schon echt Erfahrung. Also ich muss sagen, so einen Laden hat sich, glaube ich, seit, weiß ich, 25 Jahren nicht mehr gesehen. Dieser Ruf so als wirklich extrem cooler Laden. Also wahrscheinlich auch nur so in Kreisen, also diesen von dir eben erwähnten East Club, den kenne ich gar nicht. Also es ist aber so Membership-mäßig so, ne? Ja, aber das ist natürlich eben so, wo du gemischtes Publikum hast, also eben auch teilweise, was weiß ich, irgendwelche Geschäftsleute, denn das ist halt so ein cooler Großstadtclub eher, ne? So Hightech mit Champagner und Sitzecke, wo du dann Flasche Wodka, Flasche Shampoos, so dieses dekadenter Nachtclub eigentlich so. Und dann läuft eben Hausmusik, ne? Hübsche Mädchen und alles, was dazu gehört. Das ist so ein Michael Ammer-Programm. Encore, hardcore, rock you down to the floor. Pussy Sawyer on the border, jungle jumper under order. Und ist dir das irgendwie so in dem so schwer gefallen, so diese Funktion des Frontmanns also auszufüllen? Oder war das vielleicht so... Eigentlich wollte ich das ja unterschwellig immer. Ich hatte dann nur gesagt, nachdem das mit der ersten Gruppe überhaupt alles nicht funktioniert hat, lieber im Hintergrund arbeiten und vielseitige Projekte machen und sich nicht mehr auf ein Ding verlassen. Und, aber im Grunde genommen wollte ich das immer und habe mich sofort wohlgefühlt. Ich war irgendwie immer so eine Rampensau. Ich bin ja auch früher in der New Wave Zeit immer so rumgelaufen, wie so ein V. Die Haare zweifarbig, wild geschminkt, so wie auf dem Schulhof rum. Ich fand das immer toll, wenn Leute irgendwie da so über einen getuschelt haben oder so plötzlich so im Mittelpunkt da irgendwie zu stehen. Ich glaube, das ist man oder ist man nicht. Das kann man auch nicht lernen oder... Ich weiß auch nicht. Ich habe ja in dieser Tanzband gespielt, ne? 12 Jahre. Und einmal, und ich habe immer Saxophon und Flöte und so und dann einmal hat es geheißen, ja, in Matten. Ne, also Matten hieß ich. Und Matten, hier WL ST 9315 parkt falsch, sag mal an. Weil gerade keiner konnte. Und ich wäre fast gestorben. Also allein der Umstand, der für jemanden, der das nicht gewohnt ist, irgendwie sehr irgendwie oftmals so peinlich wirkt, an ein Mikro zu gehen, seine Stimme so verstärkt zu hören. So. Und ich bin da ran, also es war für mich so, als ob ich jetzt irgendwie vor 20 Millionen Leute mal Wetten, das hätte auftreten müssen. So, ne? Ich bin also mal so in vielerlei Beziehungen so Spätzünder. So, ne? Also auch so was Mädchen anbetraf und so. Ich habe nie das auf die Reihe gekriegt, aber einmal im Jahr auf der christlichen Jugendfreizeit in Schweden, da durfte ich wenigstens mal knutschen und Rita Harms an den Arsch fassen. So. Das war also ich wüsste mal so gar nicht, was man so heute so als Erwachsener, auch mit relativ viel Geld und so, was man da noch so machen sollte, um irgendwie auch nur annähernd so daran anknüpfen zu können. So, ne? Also es ist einfach verloren. Das geht nicht. Ne? Ich sag ja, da besteht denn der Spaß da drin, in irgendeinem VIP-Bereich zu sitzen und Champagner zu bestellen und ein paar Mädels tanzen zu lassen. Aber das ist einfach nicht dasselbe. Nee, die Zwiebelpfanne von Rita Harms, die zählt sich nie wieder hoch. Echt spannend, wie das dann aussieht nachher. Ja, ich Aus diesem Material so zusammenschneiden. So.
Wir können es jetzt ja zusammen angucken. Ja. Das ist eine gute Idee. Ja, das stimmt. Und wie man dann aussieht, oft, manchmal dann sieht man ja auch unmöglich aus. Was man sowieso nur bei geilen Leuten so antrifft, auch gerade so, die so wirklich populär sind oder es irgendwie geschafft haben, die zeigen sich meistens dadurch aus, dass sie echt bescheiden sind und total überhaupt gar keine Allüren haben und diesen ganzen Quatschkram, die mit so komplizierten Catering-Anweisungen oder so scheiße sind. Ja, so, wenn, dann macht man sowas ja eigentlich nur so aus Gründen der Realsatire. Ja. Schneider's auch nicht. Also mir wäre das so unfassbar peinlich, sowas zu machen. Ich kann mir das schon vorstellen, dass das unheimlich Spaß machen kann, so ein bisschen die Leute auf Trab zu halten, wenn du das so als humoristische Einlage, so wie weit kann ich noch gehen. Aber wenn die das tatsächlich ernst meinen, haben die echt ein Problem. Ja, du kommst aus Leer, ich aus Harburg. Da kann uns das nicht passieren.